Hallo Retro-Freunde! Ich war mal wieder auf dem Flohmarkt unterwegs. Was ich da gefunden habe, das möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Ja, dieses Video trägt den Titel Der letzte Flohmarkt und ich gehe davon aus, dass es auch der letzte Flohmarkt war, wo ich dieses Jahr gewesen bin. Was die Flohmärkte, die draußen stattfinden, angeht. Ja, also es gibt ja bei mir in Hessen immer diesen Antik- und Trödelmarkt, der einmal im Monat ist. Der ist in den Hessenhallen. Ja, ist einer der größten oder der größte In-House-Flohmarkt in Hessen. Und ich habe jetzt mal mein Glück versucht. Zu dem Zeitpunkt, also wenn ihr das Video seht, ich habe den Flohmarkt, den heutigen, besucht am 31. Oktober, also Sonntag an Halloween. Ja, habe mir gedacht, komm, das Wetter ist zwar nicht so toll, habe mir lange hin und her überlegt, ja, fährst du noch mal raus, riskierst es noch mal. Es waren 2 Flohmärkte hier bei mir in der Gegend, Fahrzeit ca. 20 Kilometer für einen, ja, die haben beide so relativ nah beieinander gewesen. Und dachte, komm, riskierst es einfach noch mal, ja. Fährst du los, es war nicht wirklich nass draußen, ja, aber es war ja windig und auch nicht so gemütlich halt. Und bin dann auf dem ersten Flohmarkt gewesen, bin einmal rund gelaufen. Die Leute waren alle irgendwie, ja, auch nicht so freundlich, sage ich mal, nicht so nett irgendwie. Ja, war alles ein bisschen gedrückte Stimmung. Und ich muss auch sagen, ich habe auf dem Flohmarkt gar nichts gefunden. War dann auch schon wieder auf dem mehr oder weniger Nachhauseweg, weil ich mir dachte, komm, den zweiten kannst du dir eigentlich auch sparen, gar keinen Bock mehr. Und habe dann doch noch einen Abstecher gemacht, bin da hingefahren. Und was soll ich sagen? Unterschied wie Tag und Nacht. Das sind irgendwie 5 Kilometer Differenz zwischen diesen beiden Flohmärkten gewesen. Die Leute waren super freundlich. Auf einmal ist die Sonne rausgekommen und ich habe wirklich was gefunden. Und zwar, ich zeige euch einfach mal, ich habe hier eine ganze Tasche voll. Ja, und ich gehe davon aus, wie gesagt, es war der letzte Flohmarkt, den ich jetzt mitgemacht habe, was Outdoor-Flohmärkte angeht. Ja, das Wetter wird immer schlechter, ja, es wird kälter und irgendwann geht auch keiner mehr hin, ja, und stellt sich da hin und so ist zumindest meine Meinung und will irgendwas verkaufen. Aber ich habe ein paar tolle Sachen gefunden und möchte anfangen mit einer DVD. Normalerweise, DVDs ist so eine Sache, ich kaufe mir eigentlich keine DVDs mehr, es sei denn, es sind irgendwelche Cartoons oder Zeichentrickserien, die neu rauskommen, also alte, die zum ersten Mal aufgelegt werden und die es nicht auf Blu-ray gibt. Ja, aber dann war ich bei einem Stand gewesen, es waren fast alles Privatleute da und der hat ein paar DVDs da liegen gehabt. Und eine ist mir sofort ins Auge gesprungen, ja, habe ich noch nicht gehabt, wollte ich immer haben, ist mittlerweile out of print, ist auch gar nicht mehr so günstig. Und was soll ich sagen? Ich habe hier V, die außerirdischen Besucher kommen. Ja, ist eine Serie von 1983, glaube ich. Ja, ging 2 Staffeln lang. Und das ist quasi der erste Teil. Ja, es gab ja einmal die außerirdischen Besucher kommen und dann gab es früher die außerirdischen Besucher kommen zurück. Ja, da gibt es auch nochmal eine DVD von. Ja, aber wie gesagt, die habe ich nicht gehabt, die wollte ich die ganze Zeit haben. Dann war sie out of print, dann ist in die Höhe geschnellt und dann dachte ich mir, komm, dann wartest du halt, vielleicht kommt irgendwann mal die Blu-ray raus. Kam bisher nicht. Und jetzt habe ich die gesehen. Schöner Pappschuber. Ja, 2 DVD-Amaray-Cases drin und die DVDs mir kurz angeguckt und die DVDs in einem neuwertigen Zustand. Richtig klasse, ja, kein Kratzer drauf, keine Fingerdatschen drauf. Richtig toll. Ja, habe den Verkäufer gefragt, was er haben wollte. Ja, er sagte, machen wir 5 Euro. Dann sagte ich, komm, machen wir 3 Euro. Dann sagte er, das dachte ich mir halt schon, machen wir 4 Euro. Dann habe ich gesagt, jo, nehmen wir mit. Ja, 4 Euro hat er für diese Box, also 2 Euro pro DVD eigentlich. Ja, und ich glaube, diese Box hier wird um die 20 Euro, 15, 20 Euro vielleicht gehandelt. Ja, wie gesagt, es ist ein neuwertiger Zustand. Ich habe diese Serie ewig nicht mehr gesehen. Das werde ich jetzt nachholen und habe sie jetzt in der Sammlung V, die außerirdischen Besucher. Ja, der nächste Fund war richtig klasse, war auch wieder ein Privatmann, hat einen ganz, ganz kleinen Stand gehabt und hatte Brettspiele da drauf stehen. Und ich war schon fast vorbei, habe dann aber den Zettel gesehen, er hat den so eingeklemmt gehabt bei den Brettspielen, die waren so gestapelt und hat dann drauf gestanden, Stück 1 Euro. Dann dachte ich mir, Moment, da guckst du mal. Und habe nämlich das Brettspiel hier gesehen.
Scotland Yard, die Ausgabe von 1983. Ja, wollte dann reingucken, ja, und da hat der Verkäufer gesagt schon hier, er weiß nicht genau, ob das komplett ist. Ja, gucken Sie mal rein. Und wie soll ich sagen, ich habe dann angefangen reinzugucken. Ja, aber da sind ja so viele diese Buskärtchen und was weiß ich was, Underground und was weiß ich was alles, die Kärtchen. Ich habe gedacht, das zähle ich jetzt nicht alles, ja. Und sowieso nicht für 1 Euro. Und ihr werdet es nicht glauben, ja, er hatte das Spiel zweimal gehabt. Und dann sagte er, hier, nehmen Sie doch beide mit. Zur Not können Sie dann eins komplettieren. Ja, und ich gebe Ihnen beide für 1 Euro. Ich habe halt überlegt und dachte mir, was soll ich denn mit zweien? Aber andererseits, ja, wenn eins nicht komplett ist, vielleicht habe ich dann das zweite, das ich dann komplettieren kann. Ja, und Scotland Yard ist ein Spiel, was ich nicht in der Sammlung habe, was wir früher in der Familie in Besitz hatten und ich Ewigkeiten mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit meinen Brüdern früher gespielt habe. Und deswegen ist es eine Kindheitserinnerung für mich und habe dann halt gesagt, okay, ich nehme beide mit. Vielleicht kann ich eins komplettieren, vielleicht kann ich aus 2 Stück eins machen. Ja, und habe die bekommen von 1983 jeweils, wie gesagt, beide zusammen für 1 Euro. War zu Hause, habe geguckt und was soll ich sagen, es sind beide komplett. Es ist bei beiden alles drin, bis auf die letzte Karte, bis auf das letzte Ticket, alles mit dabei. Ja, finde ich richtig klasse. Vielen Dank nochmal an den Verkäufer. Ja, und ich würde sagen, eins behalte ich mir auf jeden Fall, das andere werde ich in die Tauschkiste tun. Ja, auf jeden Fall Scotland Yard ist ein Brettspiel, das mir so viel bedeutet, was ich so viele Erinnerungen dran habe und ich bin so froh, es jetzt in der Sammlung zu haben. So, dann am nächsten Stand, das war ein älteres Ehepaar, ja, hatten auch alte, ich glaube Brettspiele hatten sie da und wie ihr, wenn ihr meinen Kanal kennt, wisst, ich liebe ja Puzzle und vor allem alles, was ich als Bezug zu meiner Kindheit halt sehe. Und sie hatten da ein kleines Puzzle gehabt von Ravensburger und das ist was ganz Besonderes, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, dass ich das sammle. Alles von dem Westsandmännchen. Und ich habe hier ein Puzzle von Ravensburger. Es sind 2 Puzzle, A20 Teile, ja, von Ravensburger. Auch gefragt, was wollen sie dafür haben? Die sagten halt, geben Sie mir 1 Euro. Habe ich nicht verhandelt, habe 1 Euro hingegeben und habe jetzt ein Puzzle von dem Sandmännchen, beziehungsweise 2 Stück sind ja hier drin. Habe auch dann zu Hause kurz geguckt, weil 2x20 Teile, das puzzelt man schnell. Und habe es schon ausprobiert und die Puzzle sind beide komplett. Die Verpackung ist in einem sehr, sehr schönen Zustand. Ja, die Kanten haben ein bisschen Abnutzungserscheinungen, aber das ist vollkommen okay. Und das Puzzle ist von 1973, Leute. 1973 ist das rausgekommen, in so einem schönen Zustand. Hier vorne ist das erste Motiv, sehe ich gerade. Und hinten ist das zweite Motiv drauf. Ja, beide komplett. Und somit ein weiteres Puzzle für meine Puzzlesammlung und zudem ein weiteres Merchandise, nenne ich es mal, zu dem Westsandmännchen, was ich über alles liebe, weil ich mit dem aufgewachsen bin, wandert so in meine Sammlung. Ja, dann war ich bei einem Stand vorbeigelaufen, auch bei einer älteren Dame. Die hatte verschiedenste Sachen auf ihren Tischen stehen, unter anderem auch 2 Kisten mit Schallplatten, mit Vinyls. Und hatte da dran stehen, Stück 1 Euro, Doppel-LPs 1,50 Euro. Und dachte mir, komm, es ist ja schon ein bisschen später, wird mit Sicherheit nichts mehr großartig für mich dabei sein. Trotzdem mal durchgeblättert. Und was soll ich sagen? Nachdem ich schon die ersten durchgeblättert habe, dachte ich mir, boah, das ist Wahnsinn. Die sind alle in einem Top-Zustand. Ja? Alle Schallplatten sind mit Schutzhüllen versehen. Und 1 Euro für die Dinger. Habe durchgeblättert, habe einiges gefunden. Das möchte ich euch jetzt noch mal kurz vorstellen. Ich sammle ja auch Schallplatten, ich sammle ja auch Musik aus den 80ern, wie ihr wisst, auch aus den 70ern. Ja? Auch Deutschmusik und da ist hier sehr viel dabei. Ich habe hier einmal Purple Schulz, der Stand der Dinge. Ja, das ist ein LP von, oh Gott, von 87, steht es hinten drauf, 87. Die LPs sind alle, wie gesagt, in einem neuwertigen Zustand. Ja, keine Schlieren, keine Kratzer drauf, ein bisschen Staub, aber das ist vollkommen okay. Ja, die sind alle mit den originalen Inner Sleeves, also mit den Originalhüllen hier innen drin. Ja, finde ich richtig klasse.
Und wie gesagt, für 1 Euro, Leute, pro LP, da konnte ich nicht Nein sagen. Das ist Purple Schulz. Dann habe ich hier einmal Nena Fragezeichen, ja, von 1984. Da sind halt geile Lieder drauf. Da ist Rette mich drauf, das Fragezeichen natürlich, lass mich dein Pirat sein. Ich liebe diese Musik, vor allem, wie gesagt, aus den 80ern, die deutsche Musik. Ich sage jetzt mal, es gehört für mich noch zum Teil zur neuen deutschen Welle dazu. Finde ich richtig toll. Nena. Dann habe ich eine Maxi LP, eine 12 Zoll Vinyl zu einem richtig geilen Lied, was auch ein Lieblingslied von mir ist. Und zwar ist es Klaus Lage Band Faust auf Faust aus dem Schimanski-Tatort, ja, mit Götz George. Es ist eine Maxi, aber ich finde sie richtig toll und die werde ich mir auch irgendwie hinstellen hier. Ja, das Lied finde ich mega klasse. Das Album von Klaus Lage dazu habe ich. Jetzt habe ich auch das Lied nochmal einzeln. Finde ich richtig toll, finde ich richtig klasse. Dann wieder typische neue deutsche Welle. Und zwar habe ich hier Cosa Rosa. Ja, und wenn ihr ein bisschen euch mit der neuen deutschen Welle oder mit deutscher Musik Anfang der 80er auskennt, das Album ist von 85, ja, und der Hit, der hier drauf ist das Lied Millionenmal. Ja, Cosa Rosa ist ja leider, oder Cosa Rosa, Rosa Brecht heißt sie, steht hier hinten drauf, genau, ist der Name der Dame, ist leider viel zu früh verstorben, hat 2 Alben rausgebracht, ja, auf jeden Fall toll, dass ich jetzt beide, weil die andere habe ich auch, jetzt in der Sammlung habe und komplett habe, finde ich richtig klasse. Das weitere nochmal Nena, und zwar Feuer und Flamme. Ja, das Album ist aus 85, ja, und es ist zum Beispiel Haus der 3 Sonnen drauf, ja, Utopia drauf, ja, und natürlich irgendwie, irgendwo, irgendwann. Auch das Album, wie gesagt, Top-Zustand. Die haben keine Knicke, die Cover, ja, die sind nicht angedetscht, ja, es sind keine Kratzer auf den LPs, keine Fingerabdrücke drauf, nichts. Ich finde es total klasse und alles, wie gesagt, Stück für 1 Euro. Ja, dann haben wir hier, weiter geht's mit deutscher Musik, Heinz Rudolf Kunze aus dem Jahr 91, ja, Album Brille. Ich fände es allein schon von dem Cover genial. Heinz Rudolf Kunze, ich glaube, das Lied, was jeder kennen sollte, ist Dein ist mein ganzes Herz von ihm zum Beispiel, ja. Das ist hier ist eine, ja, eine neuere LP, sage ich mal, wie gerade 91, ja, war jetzt für mich so kein Begriff, aber das Cover hat mich angesprochen und ich dachte mir, für 1 Euro kann ich die nicht stehen lassen, also mitgenommen. Und die nächste LP, die ich habe, ist nochmal Heinz Rudolf Kunze, und zwar Gute Unterhaltung heißt die, von 89. Ja, da ist drauf zum Beispiel Alles, was sie will und Heulen mit den Wölfen. Für die Leute, die sich ein bisschen mit deutscher Musik auskennen, die sollten diese beiden Titel kennen. Oder die es mögen, sollten sie kennen. Ja, sagen wir mal so. Heinz Rudolf Kunze, Gute Unterhaltung. Ja, Leute, ich hoffe, gute Unterhaltung hattet ihr auch mit diesem Flohmarkt-Video von mir. Das wahrscheinlich letzte Flohmarkt-Video 2021. Schreibt es doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Ausbeute? Hättet ihr die Sachen auch mitgenommen oder interessiert euch das eine oder andere gar nicht? Wie immer interessiert mich das, lasst es mich wissen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Flohmarkt-Videos sehen möchtet, ich blende hier nochmal das ein oder andere Flohmarkt-Video ein. Und auch solltet ihr noch kein Abonnent sein und euch diese Videos gefallen, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns bei dem nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Raune.